Guten Tag an alle. Willkommen zurück bei Wow Spoken German. Ich bin Adele und heute haben wir ein sehr interessantes Thema. Peter, du siehst heute ein bisschen frustriert aus. Was ist los? Hallo Adele, hallo an alle Zuhörer. Ja, ich bin wirklich frustriert. Gestern war ich im Supermarkt und etwas Seltsames ist passiert. Ich habe mit der Kassiererin gesprochen und sie hat mich so komisch angeschaut. Oh nein, was hast du denn gesagt? Hat sie dich nicht verstanden? Doch, sie hat mich verstanden. Das ist ja das Problem. Ich habe gefragt, entschuldigen Sie bitte, wo befinden sich die Milchprodukte? Und sie hat gelacht. Nicht böse, aber sie hat definitiv gelacht. Aha, Peter, ich glaube, ich weiß schon, was das Problem ist. Und liebe Zuhörer, habt ihr das auch schon erlebt? Schreibt es uns in die Kommentare. Aber Peter, erzähl weiter. Was ist dann passiert? Sie hat gesagt, du klingst wie mein alter Deutschlehrer. Und dann hat sie mir gezeigt, wo die Milch ist. Aber ich verstehe das nicht. Mein Deutsch war doch korrekt, oder? Ja, dein Deutsch war absolut korrekt. Sogar perfekt. Aber weißt du, das ist genau das Problem. Du hast wie aus einem Lehrbuch gesprochen. Niemand sagt im normalen Leben, wo befinden sich die Milchprodukte. Wirklich? Aber das habe ich so in meinem Deutschkurs gelernt. Was hätte ich denn sagen sollen? Ganz einfach. Wo ist die Milch? Oder wo finde ich die Milch? Das klingt natürlich und normal. Befinden ist ein sehr formelles Wort. Das benutzt man vielleicht in einem offiziellen Brief oder bei einer Präsentation. Oh Mann, jetzt verstehe ich. Aber das ist doch überall so. Letzte Woche habe ich zu meinem Nachbarn gesagt, ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Und er hat mich auch so komisch angeschaut. Peter, das ist wieder das gleiche Problem. Zu deinem Nachbarn kannst du einfach sagen, schönen Tag noch. Oder nur, tschüss, das ist freundlich und normal. Aber in meinem Lehrbuch steht, dass ich wünsche Ihnen höflich ist. Ja, es ist höflich. Aber es ist zu höflich für den Alltag. Stell dir vor, du bist in England und sagst zu jedem, I wish you a most pleasant day, good sir. Das ist korrekt, aber niemand spricht so. Haha, okay, das Beispiel ist gut. Ich verstehe jetzt, was du meinst, aber wie kann ich lernen, natürlicher zu sprechen? Mein Lehrbuch hilft mir da nicht weiter. Das ist eine sehr gute Frage. Und liebe Zuhörer, habt ihr Tipps für Peter? Was hat euch geholfen, natürlicher Deutsch zu sprechen? Schreibt es in die Kommentare. Wir sind sehr neugierig. Ja, bitte helft mir. Ich möchte nicht mehr wie ein Roboter klingen. Okay, ich gebe dir ein paar Tipps. Erstens. Hör auf, immer vollständige Sätze zu bilden. Im echten Leben machen wir das nicht immer. Was meinst du damit? Soll ich keine ganzen Sätze mehr sprechen? Nein. Aber zum Beispiel, wenn dich jemand fragt, wie geht es dir, musst du nicht sagen, es geht mir sehr gut, danke der Nachfrage. Sag einfach, gut, danke oder super oder sogar nur, geht so. Ach so, also kürzer und direkter? Genau. Und noch etwas. Benutze mehr umgangssprachliche Wörter. Nicht immer nur die Lehrbuchwörter. Kannst du mir Beispiele geben? Ich bin jetzt richtig interessiert. Klar, zum Beispiel, sag nicht immer sehr gut. Sag lieber super oder toll oder klasse. Sag nicht immer, ich verstehe nicht. Sag lieber hä oder wie bitte oder ich check das nicht. Warte, ich check das nicht. Was bedeutet das? Haha, siehst du? Das ist Umgangssprache. Checken kommt eigentlich aus dem Englischen, aber viele Deutsche benutzen es. Es bedeutet verstehen. Ich checke das nicht heißt, ich verstehe das nicht. Aha, das ist interessant. Aber ist das nicht falsches Deutsch? Nein, es ist nicht falsch. Es ist informell. Es gibt einen großen Unterschied. Falsches Deutsch ist, wenn du sagst, ich gehe zum Supermarkt. Das ist ein Fehler. Aber ich checke das nicht ist einfach nur umgangssprachlich. Okay, ich verstehe. Also gibt es formelles Deutsch, normales Deutsch und umgangssprachliches Deutsch? Genau. Und in deinem Alltag brauchst du vor allem normales Deutsch und manchmal umgangssprachliches Deutsch. Formelles Deutsch brauchst du nur selten. Wann brauche ich denn formelles Deutsch? Zum Beispiel bei Behörden, beim Arzt manchmal, bei Bewerbungen, bei offiziellen E-Mails. Aber nicht beim Einkaufen, nicht mit Nachbarn, nicht mit Freunden.
Das erklärt so viel. Ich habe die ganze Zeit im falschen Modus gesprochen. Hahaha, ja, du warst im Lehrbuchmodus. Aber das ist okay, Peter. Viele Deutschlerner haben dieses Problem. Die Lehrbücher sind manchmal zu formal. Was kann ich noch tun, um natürlicher zu klingen? Zweiter Tipp. Benutze Füllwörter. Deutsche benutzen viele Füllwörter, wenn sie sprechen. Füllwörter, was ist das? Das sind kleine Wörter wie, also, halt, eben, eigentlich, irgendwie. Sie haben nicht immer eine große Bedeutung, aber sie machen deine Sprache natürlicher. Kannst du mir ein Beispiel geben? Klar. Statt zu sagen, das ist schwierig, kannst du sagen, das ist halt schwierig. Oder, das ist ebenso. Oder, das ist irgendwie kompliziert. Interessant. Aber wann benutze ich welches Füllwort? Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, das lernst du am besten durch Zuhören. Hör zu, wie echte Deutsche sprechen. Schau deutsche YouTube-Videos, deutsche Serien, deutsche Podcasts. Wie zum Beispiel Wow Spoken German? Genau. Haha. Aber ja, wirklich. Wenn du uns zuhörst, hörst du natürliches Deutsch, nicht Lehrbuchdeutsch. Und liebe Zuhörer, das ist auch für euch wichtig. Je mehr ihr zuhört, desto natürlicher werdet ihr klingen. Okay, also kürzere Sätze, umgangssprachliche Wörter, Füllwörter. Was noch? Dritter Tipp. Benutze Abkürzungen und Kurzformen. Deutsche machen das ständig. Welche Kurzform? Zum Beispiel, sag nicht, ich habe keine Ahnung. Sag, keine Ahnung. Oder sag nicht, das ist in Ordnung. Sag, alles klar. Oder passt. Passt? Nur das Wort passt? Ja. Wenn jemand fragt, treffen wir uns um 3 Uhr? Kannst du einfach sagen, passt. Das bedeutet, ja, das ist okay, das funktioniert für mich. Das ist so kurz. Aber ich mag es. Was gibt es noch? Zum Beispiel, sag nicht nein, danke, ich möchte nicht. Sag einfach, nee, danke. Oder nö. Nee und nö sind umgangssprachlich für nein. Moment mal. Ich dachte, nein ist schon kurz genug. Ja, aber nee klingt freundlicher und lockerer. Vor allem unter Freunden. Wenn dich dein Freund fragt, willst du noch ein Bier? Und du sagst, nein, danke, das klingt ein bisschen steif. Aber wenn du sagst, nee, danke, bin noch voll, das klingt natürlich. Bin noch voll? Das bedeutet, ich bin noch satt. Genau. Voll sein bedeutet in der Umgangssprache satt sein. Das ist wieder ein gutes Beispiel für natürliches Deutsch. Wow, ich lerne heute so viel. Aber sag mal, Adele, ich habe noch ein Problem. Manchmal verstehe ich Deutsche nicht, weil sie so schnell sprechen und Wörter verschlucken. Ah ja, das ist auch sehr wichtig. Deutsche verbinden Wörter oft miteinander, wenn sie schnell sprechen. Das nennt man Verschleifung. Verschleifung? Was bedeutet das? Zum Beispiel, hast du wird zu haste, ich habe wird zu ich hab, wir gehen wird zu wir gehen. Die Endungen verschwinden oft. Oh nein, das macht es ja noch schwieriger. Am Anfang, ja. Aber wenn du es weißt, wird es einfacher. Du musst nur wissen, dass Deutsche im Alltag nicht so sprechen, wie es im Lehrbuch steht. Das erklärt so viel. Letzte Woche hat mich jemand gefragt, hast du mal Feuer? Und ich habe überhaupt nichts verstanden. Hahaha! Ja, das ist ein perfektes Beispiel. Hast du mal Feuer bedeutet, hast du ein Feuerzeug? Mal ist wieder ein Füllwort. Es macht die Frage freundlicher. Und Feuer bedeutet Feuerzeug? Ja, in diesem Kontext. Das ist eine Abkürzung. Raucher fragen oft, hast du Feuer? Das bedeutet, hast du ein Feuerzeug, damit ich meine Zigarette anzünden kann? Okay, verstanden. Aber das ist wirklich viel zu lernen. Ja, aber mach dir keinen Stress, Peter. Das kommt mit der Zeit. Je mehr du mit echten Deutschen sprichst, desto natürlicher wird dein Deutsch. Aber wie finde ich echte Deutsche zum Sprechen? Ich lebe nicht in Deutschland. Gute Frage. Und liebe Zuhörer, wie übt ihr euer Deutsch? Habt ihr deutsche Freunde? Macht ihr Sprachtandems? Schreibt es in die Kommentare. Ja, gebt mir Tipps. Ich brauche Hilfe. Also Peter, es gibt viele Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel Online-Sprachtandems machen. Es gibt viele Apps und Websites dafür.
Sprachtandem, was ist das? Das ist, wenn du mit einem Deutschen sprichst, der deine Sprache lernen will. Du hilfst ihm mit deiner Sprache und er hilft dir mit Deutsch. Ihr lernt beide. Das klingt gut. Welche Apps gibt es dafür? Es gibt viele, aber ich darf hier keine Werbung machen. Aber wenn du online suchst nach Sprachtandem oder Sprachaustausch, findest du viele Optionen. Okay, das werde ich machen. Was kann ich noch tun? Du kannst auch deutsche Filme und Serien schauen. Aber nicht mit Untertiteln in deiner Sprache. Am besten mit deutschen Untertiteln oder ohne Untertitel. Ohne Untertitel? Aber dann verstehe ich nichts. Am Anfang nicht. Aber es wird besser. Dein Gehirn gewöhnt sich an die Geschwindigkeit und die Aussprache. Und du lernst, wie echte Deutsche wirklich sprechen. Welche Serien empfiehlst du? Das kommt darauf an, was du magst. Magst du Komödien? Dramas? Krimis? Ich mag Komödien. Ich will beim Lernen Spaß haben. Dann sind deutsche Komödien perfekt für dich. Sie benutzen viel Umgangssprache und Alltagsdeutsch. Genau das, was du lernen willst. Super. Und was ist mit YouTube? Kann ich da auch was lernen? Natürlich. YouTube ist fantastisch zum Deutschlernen. Es gibt so viele deutsche YouTuber. Such dir ein Thema, das dich interessiert und schau deutsche Videos darüber. Welche Themen zum Beispiel? Alles. Kochen, Sport, Gaming, Reisen, Musik, Technik. Was immer du magst. Wenn du zum Beispiel gerne kochst, schau deutsche Kochvideos. So lernst du Deutsch und dein Hobby gleichzeitig. Das ist eine tolle Idee. Ich liebe Kochen. Aber wird mein Deutsch dann nicht zu sehr auf ein Thema fokussiert? Am Anfang vielleicht. Aber du lernst trotzdem viel Alltagssprache. Und später kannst du ja andere Themen dazunehmen. Okay, das klingt nach einem guten Plan. Aber zurück zu meinem Hauptproblem. Wie höre ich auf, wie ein Lehrbuch zu klingen? Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, sprich kürzer und direkter. Zweitens, benutze umgangssprachliche Wörter und Füllwörter. Drittens, höre echten Deutschen zu. Und viertens, hab keine Angst vor Fehlern. Keine Angst vor Fehlern? Aber ich will doch korrekt sprechen. Natürlich. Aber es ist besser, natürlich mit kleinen Fehlern zu sprechen, als perfekt, aber wie ein Roboter zu klingen. Verstehst du? Ja, das macht Sinn. Aber es ist schwer, die Lehrbuchgewohnheiten abzulegen. Ich verstehe das. Aber denk mal so. Ein Lehrbuch ist wie ein Werkzeug. Es gibt dir die Grundlagen. Aber um wirklich gut zu werden, musst du das Werkzeug in der echten Welt benutzen. Das ist ein gutes Bild. Also muss ich mehr mit echten Menschen sprechen? Genau. Und weißt du was? Die meisten Deutschen finden es toll, wenn Ausländer Deutsch lernen. Sie werden dir helfen und deine kleinen Fehler verzeihen. Wirklich? Ich hatte immer Angst, dass sie mich auslachen. Nein, nein. Die meisten Menschen sind sehr nett. Und wenn du sagst, ich lerne noch Deutsch, bitte korrigiert mich, werden sie dir sogar aktiv helfen. Das ist beruhigend zu hören. Ich werde das ausprobieren. Super. Und noch ein Tipp. Versuch mal mit dir selbst auf Deutsch zu sprechen. Mit mir selbst, das klingt komisch. Hahaha. Ja, am Anfang fühlt es sich komisch an. Aber es hilft wirklich. Wenn du alleine zu Hause bist, kommentiere deine Aktivitäten auf Deutsch. Wie meinst du das? Zum Beispiel, wenn du Kaffee machst, sag laut, so, jetzt mache ich mir einen Kaffee. Wo ist die Milch? Ah, hier. Riecht gut. So etwas. Aber dann rede ich wirklich mit mir selbst. Ist das nicht verrückt? Haha, vielleicht ein bisschen, aber es ist eine super Übung. Du übst Deutsch, ohne Angst vor Fehlern zu haben. Und du lernst, spontan zu sprechen. Okay, ich werde es versuchen. Aber nur zu Hause, wenn niemand zuhört. Haha, gute Idee. Und weißt du was, liebe Zuhörer? Das könnt ihr auch machen. Sprecht mit euch selbst auf Deutsch. Es ist eine tolle Übung. Probiert es aus und schreibt uns, wie es war. Ja, sagt uns, ob ihr euch dabei auch komisch fühlt. Hahaha. Okay, Peter. Lass uns nochmal auf deine ursprüngliche Geschichte zurückkommen. Du warst im Supermarkt und hast die Kassiererin gefragt, wo sich die Milchprodukte befinden.
Ja, und sie hat gelacht. Jetzt weiß ich warum. Genau. Und was würdest du jetzt sagen? Lass mich überlegen. Ich würde sagen, Entschuldigung, wo ist die Milch? Perfekt. Oder noch natürlicher. Wo finde ich die Milch? Oder ganz entspannt. Wo steht denn die Milch? Wo steht denn die Milch? Das klingt richtig deutsch. Ja, und das Wort denn ist auch ein Füllwort. Es macht die Frage freundlicher und natürlicher. Aha, ich benutze denn auch oft in Fragen? Ja, zum Beispiel, was machst du denn heute? Wie geht es dir denn? Wo warst du denn? Es ist sehr typisch für gesprochenes Deutsch. Super. Ich merke mir das. Was ist mit anderen Füllwörtern? Es gibt so viele. Mal halt eben eigentlich irgendwie einfach. Aber lerne sie am besten durch Zuhören, nicht auswendig. Okay, verstanden. Und sag mal, Adele, gibt es auch regionale Unterschiede? Sprechen Menschen im Norden anders als im Süden? Oh ja, auf jeden Fall. Aber das ist ein großes Thema. Vielleicht machen wir da mal eine eigene Episode drüber. Gute Idee. Aber kannst du mir ein kurzes Beispiel geben? Klar. Im Norden sagen die Leute oft Moin als Begrüßung. Im Süden sagen sie Grüß Gott. Und in der Mitte sagen die meisten Hallo oder Guten Tag. Und was ist richtig? Alles ist richtig. Es kommt darauf an, wo du bist. Aber als Deutschlerner kannst du überall einfach Hallo sagen. Das funktioniert immer. Das ist gut zu wissen. Ich will nicht noch mehr Fehler machen. Peter, das sind keine Fehler. Das sind regionale Varianten. Aber mach dir nicht zu viele Gedanken. Konzentriere dich erstmal auf natürliches Hochdeutsch. Hochdeutsch? Was ist das? Das ist die Standardform von Deutsch. Die Sprache, die du in Lehrbüchern lernst, in Nachrichten hörst, in offiziellen Situationen benutzt. Aber wie wir heute gelernt haben, wird echtes Hochdeutsch im Alltag etwas lockerer gesprochen. Aha, also gibt es Lehrbuch Hochdeutsch und Alltagshochdeutsch. Genau. Du hast es verstanden. Und du musst vom Lehrbuch Hochdeutsch zum Alltagshochdeutsch kommen. Und wie lange dauert das? Das ist bei jedem anders. Manche lernen es schnell, manche brauchen länger. Aber wenn du viel übst und viel zuhörst, geht es schneller. Okay, ich werde mein Bestes geben. Ab heute spreche ich natürlicher. Super. Und weißt du was? Üben wir mal. Stell dir vor, du bist wieder im Supermarkt. Die Kassiererin scannt deine Sachen. Was sagst du zu ihr? Lass mich überlegen. Ich sage, hallo, schönes Wetter heute, oder? Sehr gut. Das ist freundlich und natürlich. Und was sagt die Kassiererin? Sie sagt vielleicht, ja, endlich, es war die ganze Woche so grau. Perfekt. Siehst du? Du kannst das schon. Du musst nur mutiger sein und es einfach machen. Danke, Adele. Ich fühle mich jetzt schon viel besser. Aber ich habe noch eine Frage. Klar, frag. Dafür sind wir doch hier. Was mache ich, wenn ich ein Wort nicht kenne? Im echten Gespräch kann ich nicht im Wörterbuch nachschauen. Sehr gute Frage. Es gibt mehrere Strategien. Erstens, umschreibe das Wort. Sag, was du meinst mit anderen Wörtern. Kannst du ein Beispiel geben? Klar. Stell dir vor, du weißt das Wort Korkenzieher nicht. Dann sagst du einfach, das Ding, mit dem man Weinflaschen aufmacht. Jeder wird dich verstehen. Oh, das ist schlau. Was noch? Zweitens, frag direkt. Sag, wie heißt das auf Deutsch? Oder wie nennt man das? Die meisten Leute helfen gerne. Und das ist nicht peinlich? Überhaupt nicht. Es zeigt, dass du lernen willst. Das ist positiv. Und ehrlich gesagt, sogar Muttersprachler kennen manchmal ein Wort nicht. Wirklich? Deutsche kennen auch nicht alle deutschen Wörter? Natürlich nicht. Die deutsche Sprache hat hunderttausende Wörter. Niemand kennt alle. Und es gibt immer neue Wörter. Das ist beruhigend zu hören. Ich dachte, ich bin der Einzige, der nicht alle Wörter kennt. Ha, ha, ha. Nein. Und weißt du was? Manchmal benutzen Deutsche selbst Lehrbuchsprache und es klingt komisch. Wirklich? Wann? Zum Beispiel, wenn sie nervös sind oder versuchen, sehr formell zu sein. Dann benutzen sie plötzlich Wörter, die sie normalerweise nie benutzen. Haha, das macht mich glücklich. Also machen auch Deutsche manchmal diesen Fehler. Ja, also mach dir keine Sorgen, Peter. Du bist auf dem richtigen Weg.
Danke, Adele. Diese Folge hat mir wirklich geholfen. Sehr gerne. Und liebe Zuhörer, wir hoffen, dass euch diese Episode auch geholfen hat. Was sind eure Erfahrungen? Klingt ihr manchmal wie ein Lehrbuch? Ja, schreibt uns eure Geschichten. Wir wollen sie hören. Genau. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Vielleicht machen wir daraus die nächste Episode. Das wäre super. Ich habe schon so viel gelernt heute. Ich auch, Peter. Auch ich lerne immer dazu. Sprache verändert sich ständig. Echt? Auch Deutsch verändert sich. Natürlich. Vor 20 Jahren haben die Leute anders gesprochen als heute. Neue Wörter kommen, alte Wörter verschwinden. Wow, das wusste ich nicht. Das bedeutet, ich muss immer weiter lernen? Ja, aber das ist doch schön. Es wird nie langweilig. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Das stimmt. Ich mag diese positive Einstellung. Gut. Und genau mit dieser Einstellung solltest du Deutsch lernen. Positiv, neugierig und ohne Angst vor Fehlern. Das werde ich machen. Ab heute bin ich ein neuer Peter. Ein Peter, der natürlich Deutsch spricht. Hahaha, sehr gut, aber übertreib es nicht. Du musst nicht von heute auf morgen perfekt sein. Keine Sorge, ich gehe Schritt für Schritt. Aber ich bin jetzt motiviert. Das freut mich. Und liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr seid auch motiviert. Denkt daran, Übung macht den Meister. Genau, also übt fleißig, sprecht mit euch selbst, hört deutsche Podcasts, schaut deutsche Videos. Und habt vor allem Spaß dabei. Deutsch lernen soll Freude machen, nicht Stress. Absolut, wenn es Spaß macht, lernt man viel besser. So ist es. Okay, Peter, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen. Unsere Zuhörer haben bestimmt noch viel zu tun heute. Oh ja, die Zeit vergeht so schnell, aber es war eine kleine Episode. Finde ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Wir hoffen, ihr habt viel gelernt heute. Ja, und vergesst nicht, schreibt uns in die Kommentare. Wir lesen alle Kommentare. Genau. Erzählt uns eure Geschichten. Wie klingt euer Deutsch? Habt ihr auch schon mal wie ein Lehrbuch geklungen? Oder habt ihr Tipps für andere Lernende, teilt eure Erfahrungen. Wunderbar. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Ja, und abonniert unseren Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt. So verpasst ihr keine neue Folge. Genau. Wir machen jede Woche neue Episoden zu verschiedenen Themen. Und nächste Woche haben wir wieder ein spannendes Thema für euch. Ja, da habt ihr euch. Richtig, aber das bleibt noch eine Überraschung. Ihr müsst nächste Woche wieder einschalten. Haha, du machst uns neugierig, Adele. Das ist die Absicht. Also, liebe Zuhörer, bis nächste Woche. Bis dann und viel Erfolg beim Deutschlernen. Tschüss und macht es gut. Tschüss, auf Wiederhören. Ah, warte mal, Peter. Mir fällt noch etwas Wichtiges ein, bevor wir wirklich Schluss machen. Oh, was denn? Ich bin gespannt. Wir haben über so viele Dinge gesprochen, aber ich habe vergessen, dir etwas sehr Wichtiges zu sagen. Die Macht von deutschen Partikeln. Partikeln? Was sind denn Partikeln? Das klingt wie Chemie. Haha, nein, keine Sorge. Partikeln sind kleine Wörter, die wir ständig benutzen. Sie verändern die Bedeutung oder den Ton von Sätzen, ohne wirklich viel Inhalt zu haben. Ich verstehe nicht ganz. Kannst du ein Beispiel geben? Klar. Zum Beispiel das Wort doch. Wenn jemand sagt, das ist nicht wahr, kannst du antworten, doch. Das bedeutet, doch, es ist wahr. Aha, doch ist wie ein stärkeres Ja. Genau. Es widerspricht einer negativen Aussage. Und das gibt es nur im Deutschen. Viele Sprachen haben das nicht. Wow, das ist interessant. Welche Partikeln gibt es noch? Oh, so viele. Zum Beispiel mal schon, denn halt eben, ja, doch, sie sind überall in der gesprochenen Sprache. Aber wie benutze ich sie richtig? Das klingt kompliziert. Es ist am Anfang nicht einfach, das stimmt. Aber hier ist der Trick. Du musst sie nicht perfekt benutzen. Aber du musst sie verstehen, wenn andere sie benutzen. Ah, okay. Also erstmal nur verstehen, nicht selbst benutzen. Genau. Und mit der Zeit wirst du ein Gefühl dafür bekommen. Dann benutzt du sie automatisch. Kannst du mir noch mehr Beispiele geben? Ich finde das richtig spannend. Klar, zum Beispiel, komm mal her bedeutet, komm her.
Aber mal macht es freundlicher, lockerer. Ohne mal klingt es wie ein Befehl. Aha, also man macht Sätze freundlicher. Oft ja. Oder das Wort schon. Wenn jemand sagt, das wird schon klappen, bedeutet es, ich bin optimistisch, es wird funktionieren. Und ohne schon? Ohne schon klingt es neutraler, das wird klappen. Mit schon klingt es hoffnungsvoller, ermutigender. Das ist ja faszinierend. Die deutschen Partikeln verändern die Emotion des Satzes. Genau. Du hast es verstanden. Und liebe Zuhörer, kennt ihr auch diese Partikeln? Welche findet ihr am schwierigsten? Schreibt es uns. Ja, und welche Partikeln benutzt ihr am meisten? Wir sind neugierig. Okay, Peter, noch ein letztes Beispiel. Das Wort eigentlich. Es ist sehr typisch für Deutsch. Eigentlich? Das benutze ich manchmal, aber ich bin nicht sicher, ob ich es richtig mache. Eigentlich hat mehrere Bedeutungen. Zum Beispiel, ich wollte eigentlich ins Kino gehen, aber dann war ich zu müde. Das bedeutet, ich hatte den Plan, aber er hat sich geändert. Okay, das verstehe ich. Und wann noch? Oder wenn jemand fragt, wie geht es dir? Und du sagst, eigentlich ganz gut. Das bedeutet, im Großen und Ganzen gut. Aber vielleicht gibt es kleine Probleme. Aha, also eigentlich zeigt, dass es eine Einschränkung gibt? Oft ja. Es macht Aussagen weicher, weniger direkt, sehr typisch für Deutsche. Wir lieben es, nicht zu direkt zu sein. Haha, das ist lustig. Also Deutsche sind indirekt. Manchmal. Wir benutzen diese kleinen Wörter, um nicht zu hart oder zu direkt zu klingen. Das ist kulturell interessant. Wow, ich lerne heute wirklich viel. Nicht nur Sprache, sondern auch Kultur. Genau. Sprache und Kultur gehören zusammen. Du kannst sie nicht trennen. Das stimmt. Und weißt du was, Adele? Jetzt verstehe ich auch, warum mein Lehrbuch Deutsch so komisch klingt. Wieso? Weil in Lehrbüchern diese ganzen kleinen Wörter oft fehlen. Die Sätze sind zu klar, zu direkt, zu perfekt. Genau. Du hast es erfasst. Echtes Deutsch hat diese kleinen Unvollkommenheiten, diese Füllwörter, diese Partikeln. Das macht es lebendig. Ja, es ist wie der Unterschied zwischen einem gemalten Bild und einem Foto. Das Lehrbuch ist das gemalte Bild perfekt, aber nicht echt. Was für ein schönes Bild, Peter. Ich mag diese Metapher. Danke, ich bin stolz auf mich. Mein Deutsch wird schon besser, oder? Auf jeden Fall. Hörst du? Du hast gerade schon benutzt. Mein Deutsch wird schon besser. Das ist perfekt. Wirklich? Hab ich das automatisch gemacht? Ja, siehst du, es funktioniert. Du lernst es unbewusst, während wir sprechen. Das ist großartig. Ich fühle mich jetzt richtig motiviert. Das freut mich sehr. Und genau das wollte ich erreichen. Motivation ist der Schlüssel zum Erfolg. Absolut. Okay, ich glaube, jetzt haben wir wirklich alles gesagt, oder? Ich denke schon. Aber eins noch. Peter, was ist dein Plan jetzt? Was wirst du anders machen? Gute Frage. Also erstens, ich werde mehr deutsche Podcasts hören. Wie Wow Spoken German natürlich. Hahaha, sehr gut. Was noch? Zweitens, ich werde versuchen, mit mir selbst auf Deutsch zu sprechen, auch wenn es sich komisch anfühlt. Super. Und? Drittens, ich werde mutig sein und mehr mit echten Deutschen sprechen, ohne Angst vor Fehlern. Wunderbar. Und vergiss nicht, keine Lehrbuchsprache mehr im Supermarkt. Haha, genau. Keine formellen Fragen mehr. Nur noch, wo ist die Milch? Nicht, wo befinden sich die Milchprodukte? Perfekt. Du hast alles verstanden. Ich bin stolz auf dich, Peter. Danke, Adele. Und danke an alle Zuhörer, die bis zum Ende dabei geblieben sind. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr seid die Besten. Und denkt daran, jeder Tag ist eine neue Chance, euer Deutsch zu verbessern. Genau. Macht kleine Schritte jeden Tag und bald werdet ihr große Fortschritte sehen. Wunderbare Worte, Peter. Okay, jetzt müssen wir aber wirklich Schluss machen. Ja, sonst wird die Episode zu lang. Haha. Also dann, viel Erfolg beim Deutschlernen, liebe Zuhörer. Und vergesst nicht, natürlich sprechen ist besser als perfekt sprechen. Sehr wahr. In diesem Sinne, tschüss und bis nächste Woche. Tschüss, macht es gut und viel Spaß beim Üben. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören und bleibt neugierig.